Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und das hier hat für Furore gesorgt. Denn ihr habt zu dem hier so viele Fragen gestellt, dass wir gesagt haben, Moment, dafür machen wir ein separates Video. Wir haben hier die Werkzeugküche oder auch Werkbank im weitesten Sinne oder Werkzeugschrankwand von KS Tools. Und diese hier wollen wir unbedingt euch nochmal vorstellen, beziehungsweise vor allem eure Fragen beantworten. Moment, bevor es weitergeht, wir verlosen Werkzeug. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern in jedem Video verlosen wir jeweils Werkzeug. Wahnsinn, oder? Du musst nichts weiter machen, außer unten in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video oder zu unseren Themen heute zu schreiben. Und der Hammer ist ja wirklich, du kannst dir dein Werkzeug aussuchen. Schau einfach bei uns auf die Verlosungsseite. Dort siehst du einen Pool an Werkzeug, aus dem du dir einen Gewinn aussuchen kannst, wenn du gewonnen hast. Das, was wir an der Seite sehen, sind einige Beispiele. Das könnte es zum Beispiel auch sein. Für dich ein wichtiger Hinweis. Schau mindestens einmal in der Woche auf der Verlosungsseite vorbei, ob du gewonnen hast, denn du kannst ja bei jedem Video gewinnen und das sind eine Menge Gewinnchancen. Es gibt ein Thema, wo ich immer wieder merke, da sind so Vibrationen in der Luft, nämlich Werkzeugwegen oder Werkstattwegen. Da ist es häufig so, dass ihr 1000 Fragen dazu habt und nur eine gewisse Faszination. Und die gibt es ja schon in Werkstattwagen bis in Preisbereiche 2.000, 3.000 Euro. Ungefüllt kosten die teilweise schon und sind deutlich kleiner natürlich als das hier. Das ist Wahnsinn, was man da alles so kaufen kann. Und hier ist es so, wir haben eine gesamte Werkbank, Werkzeugküche in der Größe, die wir haben. Ihr seht hier, das ist wirklich riesig groß. Auch in der Höhe echt groß, im Preisbereich knapp über 2.000 Euro. Ja, das ist eine Menge Geld, aber das gibt es übrigens auch bei GoTools natürlich zu kaufen, Link unten in der Videobeschreibung, ehrlicher Preisvergleich wie immer, kennt ihr ja, aber lasst uns die wirklich mal im Detail anschauen. Denn wir haben hier so viele Detaillösungen und so viele Details, die wir uns auf jeden Fall anschauen müssen. Die erste Frage, die übrigens auch damals schon kam, ist das Thema Materialstärke. Kommt mal her, schaut euch das mal an. Wir haben hier alles abgekantete Bleche, die wir hier haben. Und das ist alles hier 1 mm stark. Das Ganze ist schwarz gepulvert und schön, also ist auch, wie sagt man so schön, dreckabweisend oder schmutzabweisend. Und wir haben hier eine sehr robuste Konstruktion. Und wenn man hier das anfasst, also da kannst du auch wirklich Last drauf geben. Ich glaube, alle Böden, die wir haben, schaffen, oder ich glaube auf jeden Fall die hier hinten, schaffen 25 Kilo. Dann gucken wir hier ruhig mal rein. Wir haben hier wunderschöne Böden, alle gehören mit dazu, sind hier mit 25 Kilo belastbar. Materialstärke 1,2 mm mit der Farbe, sage ich mal drauf. Ich vermute mal, dass das Original rund ein 1 mm Blech ist. Das hört sich erstmal so wenig an, aber wenn man sich anschaut, viele andere haben so 0,5er, 0,75er. Das ist schon echt eine coole Qualität. Viel stärker müsste es auch gar nicht sein, dann wäre es wieder stärker in Transport, wird das alles wieder teurer sein und so weiter und so fort. Denn das alles hier, ja, für 2.000 Euro in der Güte, die wir haben, finde ich, ist ein mega genialer Preis. Wenn wir uns jetzt mal das hier anschauen, der Schrank gehört so zum Lieferumfang dazu. Du hast hier deinen wunderschönen Werkzeugschrank, den du da auch abschließen kannst. 4 Schlüssel gehören übrigens mit zum Lieferumfang und du kannst hier alles abschließen. Also wenn du willst, kannst du abschließen, alles mit, alles entsprechend gesichert. So, guck mal weiter, du kannst das hier aufmachen, du hast hier sogar Gasdruckdämpfer, hier oben, alles mit dabei und das ist auch wirklich schön gemacht, wenn wir jetzt mal so schauen. Zack, und jetzt mache ich nur mal mit einem Finger ein bisschen auf, geht schön auf, kann das hier aufmachen und oben was lagern. Hier eine schöne Rasterwand, wo man auch Werkzeug, diese Halter hier rein tun kann sich hier jede Menge Werkzeug ranhängen und das entsprechend ausstatten. Das hier Edelstahloberfläche. Und jetzt könnte man natürlich vermuten, ja, hier ist einfach Edelstahl, so Millimeter abgekantet und so weiter. Hier unten drunter ist eine massive Platte. Also hier ist eine Einlage, die kann man vielleicht von hier aus, ja, man kann das schlecht sehen, aber das ist wirklich volle Materialstärke, die wir hier haben. In der Stärke ist auch das Ganze hier ausgearbeitet. Das heißt, es ist wirklich stark. Und da kann ich schon mal eine Frage beantworten, nämlich, kann man hier einen Schraubstock verarbeiten? Ja, ohne Probleme. Vorgesehen ist es hier für diese Stelle. Aber du kannst auch überall anders hinbauen. Ja? Hier ist einfach die logische Stelle, aber die Materialgüte hier unten drunter ist überall dieselbe. Und ich möchte einen Highlight gleich mal jetzt schon mal erzählen, weil viele sehen das gar nicht. Ah ja, hier so und so. Moment, das hier ist ein Werkstattwagen. Den kannst du hier einfach entsprechend rausziehen. Pack den erstmal zur Seite. Du kannst dich jetzt hier auch mit dem Stuhl ransetzen und kannst hier dran arbeiten, machen und tun, gar kein Problem. Du hast rechts und links deine Schränke und kannst entsprechend arbeiten. Du hast aber hier auch deinen Werkstattwagen mit dabei,
mit denen du entsprechend arbeiten kannst. Du hast hier dein Werkzeug drin, ziehst dir das zum Beispiel zu deinem Auto oder zu deinem Arbeitsplatz und kannst dann da deine Sachen machen, die du machen willst. Hast hier deine Einlagen, so, ja, die sind hier da. Einlagen alle belastbar bis 35 Kilo, was schon ordentlich ist. Schauen wir uns das mal an, hier, zack, 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 alles drin. Hier ein tieferes Fach, nochmal ein tieferes Fach. Kannst du natürlich auch sichern, hier ordentlich auch große Rollen, dass es auch mal irgendwo entlang gerollt werden kann. So, steht fest und bums. Ich muss sagen, das Ding hier finde ich wirklich cool. Das gehört halt mit dazu. Wenn du überlegst, was kostet so ein Werkstattwagen schon mal einzeln, ja, ist das schon mal eine Menge Kohle. Und hier bekommst du alles zusammen halt für den Preis. Ich finde es cool. Und ihr schreibt gerne mal in die Kommentare, wie seht ihr das denn? Ach, stimmt, hier oben muss man drauf. Wie seht ihr das denn? Sagt ihr, coole Sache oder eben nicht? Oder habt ihr noch mehr Fragen? Gerne auch in die Kommentare, dann beantworten wir sie entsprechend dort. So, jetzt das Ganze wieder rein. So. Und drin ist es. Ja? Hier haben wir natürlich auch noch weitere Schubladen, auch abschließbar. Schublade, große Schublade und so weiter und so fort. Gehen wir hier mal nach unten. Haben wir hier. Auf der anderen Seite haben wir nochmal ein Fach, ähnlich wie dort. Ja, können wir auch entsprechend aufmachen. Oh, abgeschlossen. So, und da haben wir hier unsere Fächer. Hier können wir auch Sachen ranhängen, je nachdem, wie man das will. Eine ganz wichtige Sache, die auch schon eine Frage war von euch, war, andersrum, so. Eine wichtige Frage von euch war folgendes: Wie montiere ich das an der Wand? Oder muss ich es auch an der Wand montieren? Antwort ist nein. Du siehst hier, das Ganze ist aufgebaut, aber es steht von der Wand entfernt. Ich habe hier massive Verstrebungen und da siehst du, das ist wirklich massiv und fest. Und wir haben ja schon einiges ausprobiert, wie standfest ist das Ganze. Es ist wirklich enorm standfest und braucht keine Wand. Hast du jetzt zum Beispiel sowas wie eine Gipskartonwand, gar kein Problem. Du kannst es einfach ranstellen und musst nichts tun. Du hast das, was wir vorhin hier gesehen haben. Ja, damit kannst du es dann einfach oben reinstecken und hiermit an der Wand sichern. Eine Gipskartonwand geht auch als Absturzsicherung, dass du dich nicht ranhängst, das fällt versehentlich runter. Wenn du eine massive Wand hast, kannst du es natürlich genauso damit machen und kannst es da ranstellen. Was du auch machen kannst, wenn du zum Beispiel eine größere Werkstatt hast mit mehreren Leuten, kannst du sie Rücken an Rücken hinstellen, verschrauben, hast du eine noch massivere Konstruktion, auch wenn du es eigentlich nicht brauchst. Eine wichtige Sache ist Folgendes: Du hast hier höhenverstellbare Füße unten drunter. Das sieht man relativ schlecht, aber die sind hier unten dran. Diese Füße sind dafür da, um das halt schön zu nivellieren. Das geht auch wunderbar, aber das ist nochmal wichtig zu verstehen, wenn du das meinetwegen mitten im Raum aufbaust, ist das nicht dafür gedacht, dass du die dann noch 3 Meter irgendwo hinschiebst, sondern baue es nah an der Wand auf, wenn du es an die Wand bringen möchtest, und schieb nur die letzten Zentimeter noch hinterher. Das funktioniert, oder heb es entsprechend ein bisschen an und dann dort an die Wand ran. Ja, also die Füße sind aber wunderbar zum Nivellieren. Das Ganze kommt übrigens teilaufgebaut schon zu dir. Das heißt, es ist nicht im ganzen Block, dass es einfach nur reingeschoben wird. Es ist aber auch nicht in ganzen kleinen Teilen, sondern du hast hier Teile, die schon fertig montiert sind, die du entsprechend dann nur noch entmontierst und dann hier stehen hast. Wenn du zu zweit bist sehr talentiert, ist das deutlich in unter 2 Stunden fertig. Wenn du dir Zeit lässt, ist es vielleicht in rund 2,5 Stunden fertig. Kriegst du es auch alleine hin? Weiß ich nicht. Bei einigen Sachen wäre es schön, wenn eine zweite und eine dritte Hand vielleicht mal mit dabei ist. Kommen wir zu euren Fragen. Wie kommt das Ganze? Ganz einfach, als Speditionslieferung auf 2 Paletten. Nächste Frage: Gibt es eigentlich auch Licht? Habt ihr die ganze Zeit schon quasi gesehen? Hier unten drunter sind entsprechende LED-Beleuchtungen dabei, die gehören zum Lieferumfang. Eine ganz häufige Frage von euch war, wie individuell ist das Ganze konfigurierbar? Und die Antwort ist einfach gar nicht. Du kannst nichts konfigurieren. Die Küche oder die Werkstattküche, wie sie hier steht, ist genau so, wie sie hier steht. Was du natürlich machen kannst, du kannst Sachen weglassen. Du kannst aber auch sagen, dass du diesen Schrank zum Beispiel auf die andere Seite baust, aber viel mehr geht nicht. Wenn du zum Beispiel sagst, ich brauche die Hängeschränke nicht, kaufen tust du sie trotzdem in diesem Komplettangebot, dann lässt du halt weg, verschenkst die, hängst du woanders hin, gar kein Problem. Aber das Ganze ist für dich nicht konfigurierbar. Genauso ist es auch so, eine Frage war auch, kannst du die Einlegebögen, die hier sind, nachkaufen? Antwort ist
Nein. Eine andere Frage war, passen hier auch andere Werkstattwegen? Die Frage ist ganz klar, ja. Wenn sie eben vom Maß her passen. Wir haben hier eine Höhe von rund 92 cm, eine Breite von knapp 67 cm. Wenn das reinpasst, dann gar kein Problem. Und da fällt mir gerade ein, die Tiefe ist natürlich auch entscheidend. Und viele Werkstattwege haben so eine Tiefe von durchaus mal eher 50 cm. Hier bis zur Kante rein passen 47. Eine weitere Frage war Höhe, Breite, Tiefe und das Gewicht. Und hier ist die Antwort, natürlich gar kein Problem. Breite 2,64 Meter, Höhe 1,95,5 Meter, Tiefe 50 cm, Gesamttiefe, ja, und ein Gewicht von 290 Kilo. Krass. Ihr habt gefragt, ist das Edelstahl hier kratzfrei? Naja, das kann man so und so sehen. Das ist ganz normales Edelstahl. Kannst du es zerkratzen? Ja. Ist es relativ robust? Ja, ohne Frage. Eine andere Frage war übrigens, also es ist nicht kratzfest, ganz normales Edelstahl. Ja? Eine weitere Frage ist das vor Rost geschützt? Meine Antwort ist ganz klar ja, weil alles ist hier gepulvert. Du siehst hier nirgendwo eine Stelle. Würde ich das unter Wasser lagern? Nee. Wenn es im normalen Betrieb ist, wird es nicht rosten. Übrigens, die nächste Frage habe ich vorhin schon beantwortet, nämlich ist das schön nivellierbar, in der Höhe einstellbar? Ja, über die Füße kannst du auch einen unebenen Boden sehr gut einstellen. Eine Frage, die uns auch noch häufig erreicht hat, ist, kann man hier LEDs nachrüsten? Ist die Frage, wozu? Weil hier oben sind ja schon welche dran. Natürlich kannst du das Ganze für dich gestalten und hinterher umbauen oder so hinbauen, wie du es brauchst. Einige haben auch gefragt, kann man hier oben vielleicht Akkulader reinbauen? Klar, kannst du alles machen, ist gar kein Problem. Original zum Lieferempfang gehört es nicht dazu, aber du kannst natürlich hinten einfach Löcher rein, Kabel rein, Lader rein und dann kannst du loslegen. Kannst du natürlich genauso die hier einbauen oder das in den Schrank bauen, wäre gar kein Problem. Hast du noch mehr Fragen, dann schreib es mal unten in die Kommentare. Da werden wir alle eure Fragen beantworten, soweit wir es irgendwie hinbekommen. Ich persönlich, das meine ich wirklich ernst, überlege, seitdem wir sie haben, ob ich sie mir in die Werkstatt stelle, beziehungsweise in meine Garage stelle. Weil gerade für eine Garage würde die optisch mega gut aussehen und genauso reinpassen auf eine Höhe, Breite, Tiefe. Also schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr sie kaufen oder eher nicht? Und so lange, ja, wie ihr überlegt, sage ich nur noch, ran an die Werkstattküche und bis zum nächsten Mal.